Hallo ihr Lieben! Heute machen wir die berühmten Karaköy Poğaça aus Istanbul. Wenn ihr wissen wollt, wie ich sie zubereite, bleibt dran. Ich starte gleich mit den Zutaten und der Zubereitung. 250 Gramm zimmerwarme oder geschmolzene Butter, 110 ml zimmerwarme Milch, 110 ml Rapsöl, 2 Eier, davon habe ich ein Eigelb zur Seite genommen, 10 Gramm frische Hefe, 2 Esslöffel Zucker, 1 Teelöffel Salz, 600 Gramm Mehl, 200 Gramm Schafskäse, eine Handvoll Petersilie. Ich zerbrösel die Hefe in meine heiß ausgewaschene Schüssel und gebe dann den Zucker und die lauwarme Milch hinzu. Dies rühre ich bis sich die Hefe aufgelöst hat und lasse es abgedeckt 10 Minuten ruhen. Die Hefe hat sich nun aktiviert. Nun kommen Butter, 2 Eiweiß, ein Eigelb sowie Öl und Salz hinzu. Weitere leckere Rezepte findet ihr in meiner Playlist. Diese verlinke ich euch jetzt rechts oben und unten in der Videobeschreibung. Dies wird kurz verrührt und danach gebe ich löffelweise auf niedriger Stufe 500 Gramm Mehl hinzu. Und wenn euch mein Rezept gefällt, freue ich mich über ein kostenloses Abonnement und damit ihr kein Video mehr verpasst, aktiviert gerne die Glocke. Jetzt werde ich per Hand weiter kneten. Da der Teig nicht zu fest werden darf, gebe ich die weiteren 100 Gramm Mehl kontrolliert hinzu. Ich empfehle euch, einen Teil des Mehls, so wie ich das gemacht habe, auch kontrolliert hinzuzugeben, bis ihr einen leicht klebrigen Teig habt. Abgedeckt lasse ich den Teig 30 Minuten ruhen. Für die Füllung habe ich die Petersilie klein gehackt und vermische sie nun mit dem zerkleinerten Schafskäse. Den aufgegangenen Teig gebe ich auf meine Arbeitsmatte und knete ihn kurz durch. Danach forme ich ihn zu einer Rolle, die ich dann in 12 Stücke teile. Und daraus forme ich gleich die Kugeln. Die Kugel drücke ich etwas flach und gebe dann einen Esslöffel von der Füllung hinein. Dann nehme ich den Teig vom Rand nach oben hin zusammen, drücke ihn fest und rolle ihn wieder zu einer Kugel. Diese leckeren Poğaça kann man in Istanbul bei jedem Bäcker mit oder ohne Füllung kaufen. Ich genieße sie am liebsten zum Frühstück zusammen mit einem leckeren heißen türkischen Tee. Nun lege ich die Teigkugeln auf mein Backblech. Zuvor habe ich noch ein Backpapier darauf gelegt. Abgedeckt lasse ich sie für 10 Minuten ruhen. Durch den hohen Buttergehalt geht der Teig nur gering auf. Ich drücke sie mit meiner Hand etwas flacher und bestreiche sie danach mit dem verquirlten Eigelb. Und nun folgt das typische Karaköy Poğaça Muster mit einer Gabel. Einmal von rechts nach links gezogen und einmal von oben nach unten. Ich backe im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für 25 Minuten. Vielen Dank für das Zuschauen und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abonnement. Bis zum nächsten Video.